Und wieder ist ein Jahr zu Ende. Blicken wir mal zurück auf 2025. Herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Jahr. Viel Aktivität auf dem Kanal gab es ja nicht, zu den Gründen komme ich später noch. Deshalb gibt es auch nicht viel zur Statistik und den Kommentaren zu sagen. Allerdings haben wir im Dezember das kurzfristig von mir ausgerufene Ziel erreicht, die 15.000 Abonnenten. Inzwischen sind es sogar schon einige mehr. Ganz untätig war ich aber nicht. Ich habe nebenbei noch für einen anderen Kanal Videos gemacht. Es geht da um Schulstoff in chronologischer Reihenfolge, aber vor allem mit vielen Aufgaben zum Üben. Mit der Schulbildung sieht es ja nicht mehr so rosig aus. Statt die aber zu verbessern, senkt man die Anforderungen. Für die, die es interessiert, vielleicht für Bekannte im Schulalter, verlinke ich den Kanal in der Videobeschreibung. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu den Videos im Dezember. Das war ja der Hauptteil. Die standen ganz im Zeichen des Amateurfunks. Die Reaktionen darauf waren recht unterschiedlich. Manche finden ja die Prüfung zu leicht und haben so ihre Probleme mit der neuen Einstiegsklasse N. Wir sollten aber eine Sache nicht vergessen. Denken wir mal an die Frage zum Mindestalter für die Zulassung zum Amateurfunkdienst. Man kann ja schon mit 11 oder 12 Jahren die Prüfung ablegen, weil es keine Altersbeschränkung gibt. In dem Alter hatte man vieles davon noch gar nicht in der Schule oder man hat es gerade erst neu gelernt. Die Beurteilung, leicht oder schwer, ist immer relativ. Es gibt da keinen Grund, überheblich zu sein. Jeder hat mal angefangen und ist nicht als Experte auf die Welt gekommen. Ich kann nur spekulieren, warum man die neue Amateurfunkklasse eingeführt hat, könnte mir aber vorstellen, dass man mehr Nachwuchs anlocken möchte. Wer dann erstmal Blut geleckt hat, wird dann später auch die erweiterten Prüfungen machen. Das könnte auch die Ursache sein, warum man keine Morseprüfung mehr verlangt. Für mich war das damals ein Grund, der mich etwas zurückgehalten hat. Das viel größere Hindernis ist aber, dass man in einer Mietwohnung oder in einem Wohnheim nicht einfach eine eigene Antennenanlage auf dem Dach errichten kann. Und ohne vernünftige Antenne macht Amateurfunk wenig Sinn. Ein Kommentar meinte, es gäbe viel Interessanteres zum Thema Amateurfunk. Wahrscheinlich wurde der inzwischen gelöscht, denn ich finde ihn nicht mehr. Mich würde interessieren, was damit gemeint ist. Ich habe die Fragen ja nicht gemacht. Irgendwie hört sich das aber so an, als hätte ich besser erklären sollen, wie man einfach einen Sender baut und dann wild in der Gegend herumfunken kann. Aber genau das ist ja Amateurfunk nicht. Es ist schon wichtig, dass man Wert auf die Einhaltung der Vorschriften und Umgangsformen legt. Wenn es diejenigen, die es damit nicht so ernst nehmen, abgeschreckt hat, dann haben die Videos auch ihren Zweck erfüllt. Gefreut hat mich, dass die Reaktionen der echten Amateurfunker überwiegend positiv waren. Danke dafür und 73 zurück. Und da sind wir schon wieder bei den berühmten Amateurfunkabkürzungen. 73 bedeutet ja so viel wie viele Grüße. Weil ich ein neugieriger Mensch bin, habe ich mich gefragt, wo kommt das eigentlich her? Manche Abkürzungen lassen sich ja über die Lautsprache erklären, zum Beispiel der allgemeine Anruf, CQ. Oder es sind einfach Abkürzungen aus dem Englischen. Das kennen wir heute ja aus dem Internet. Mir ist aber beim besten Willen keine Erklärung eingefallen, wie man von 73 auf viele Grüße kommt. Aber ich bin fündig geworden. Das stammt noch aus der Zeit der drahtgebundenen Telegrafie. Man hat irgendwann angefangen, immer wieder verwendete Floskeln abzukürzen, um nicht immer volle Sätze übermitteln zu müssen. Die 1 hatte die Bedeutung von wait a minute, also Moment mal. Are you ready, also bist du bereit, hat man mit der 6 abgekürzt. Das ging schneller, als immer die ganze Frage komplett übertragen zu müssen. Schon 1857 hat man das als eine Art Standard schriftlich festgehalten. Die ursprüngliche Bedeutung von 73 war eigentlich My love to you. Und obwohl das ein eher intimer Gruß war, haben die Telegrafisten das übernommen, um sich gegenseitig zu grüßen und alles Gute zu wünschen. So hat sich im Laufe der Zeit die Bedeutung der Abkürzung etwas gewandelt. Und sie wird auch noch fast 170 Jahre später verwendet. Auch im Sprechfunk, obwohl das da eigentlich nicht mehr nötig wäre. Was mich auch noch interessiert hat, wie viele Fragen muss man denn bei der Amateurfunkprüfung richtig beantworten?
Wenn ich das richtig verstehe, muss man insgesamt 3 mal 25, also 75 Fragen beantworten. In jedem der 3 Teile, Vorschriften, Betriebsablauf und Technik, darf man 6 Fehler machen. Wer 2 mehr macht, kann anschließend noch zur mündlichen Nachprüfung. Ihr könnt mit der untersten Klasse anfangen und später die Anschlussprüfung machen. Oder ihr meldet euch gleich für eine höhere Klasse an. Und wenn ihr die dafür nötigen Fragen nicht richtig beantwortet, aber den Grundlagenteil richtig habt, bekommt ihr das Zeugnis für die niedrigere Klasse und müsst nicht nochmal komplett neu antreten. Die Kosten für die Prüfung liegen je nach Klasse bei etwa 70 €, etwa genauso viel müsst ihr für die Rufzeichenzuteilung einplanen und die jährlichen Beiträge für die Frequenznutzung liegen bei etwa 25 bis 30 €. Ich hoffe, dass das so richtig ist. Falls nicht, schreibt das in die Kommentare. Ja, warum ist denn die Videofrequenz nicht mehr so hoch wie am Anfang? Einen Grund hatte ich schon im letzten Jahr genannt. Die großen Grundlagenthemen sind wir eigentlich durch. Große Bauprojekte gibt es nicht und ich werde auch nicht nur für ein 10-Minuten-Video etwas bauen, was danach nur rumsteht. Ihr könnt ja Vorschläge für Themen machen, die sollten aber nicht zu speziell sein, damit es auch für einen größeren Zuschauerkreis interessant ist. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich werde mir die Arbeit hier nur machen, wenn ich Lust dazu habe, um mich nicht unter Druck setzen, eine bestimmte Anzahl an Videos zu produzieren. Ein Grund, warum es manchmal nicht mehr so richtig Spaß macht, ist, YouTube nervt in letzter Zeit ganz schön. Zum Beispiel durch den inflationären Einsatz von künstlichen Idioten, um das Betriebsergebnis zu steigern. Da ist YouTube allerdings nicht allein. Fangen wir mal mit den Werbeeinblendungen an. Schon früher hat YouTube von sich aus vorgeschlagen, wo die platziert werden sollen. Ich habe mir die Mühe gemacht, von Hand einige zu entfernen und die anderen so zu setzen, dass ich nicht mitten im Satz unterbrochen werde. Neuerdings bestimmt YouTube wieder selbst. Und wenn eine bestimmte Zeit vergangen ist, dann hauen sie die Werbung dort rein. Die Erkennung, wann es sinnvoll ist, ist seitdem aber kein bisschen besser geworden. Ich habe keine Lust, immer wenn YouTube etwas ändert, alle meine alten Videos wieder mühsam zu bearbeiten. Nach wie vor sind die automatischen Untertitel kaum zu gebrauchen, weshalb ich eigene einspiele. YouTube lässt aber so schnell nicht locker und will einem immer wieder die automatisch generierten aufdrücken. Seit diesem Jahr bekommt man ständig ungefragt Videos angeboten mit schlecht übersetzten Titeln und Synchronisationen. Dass die nicht besser sein können als die Untertitelerkennung, liegt auf der Hand. Wenn ich sowas lese, wundert es mich nicht, dass immer mehr Menschen Probleme mit der eigenen Muttersprache haben. Ganz schlimm auch die Texteinblendungen bei einigen Shorts. Was dort steht, ist teilweise gruselig. Letztens hatte ich ein Video von einem englischsprachigen Kanal, wo ich mich über die Stimme gewundert habe, bis mir auffiel, dass die synchronisiert war. Man hat also ein englisches Video in Englisch synchronisiert. Die einzig angebotene alternative Audiospur war Deutsch, in Klammern Original, was natürlich Unsinn ist. Es gab keine Möglichkeit, die wirklich originale Audiospur zu hören. Ich möchte selbst entscheiden, ob ich solche Hilfsmittel in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Vielleicht will ich ja gerade das Original sehen, um dadurch die Sprache besser zu lernen oder die echten Emotionen im Ausdruck zu erleben. Auch umgekehrt will ich entscheiden, wie meine Videos ausgespielt werden und ob sie durch schlechte Übersetzung und Synchronisation verunstaltet oder sogar sinnentstellt werden sollen. Wenn es überhaupt die Möglichkeit gibt, sich dagegen zu wehren, muss man die manchmal lange suchen und kann sich dann nicht sicher sein, dass die Einstellung auch funktioniert. Es gibt da andere Beispiele. Ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal eingestellt, dass die Untertitel der Videos zunächst mal deaktiviert sind. Das interessiert YouTube meist aber nicht. Es kommt auch vor, dass Kommentare unter den Videos in meinem YouTube-Studio für mich nicht sichtbar sind. Die tauchen da nicht auf und ich werde auch nicht bei jedem Kommentar benachrichtigt. Vielleicht sollte YouTube erstmal die vorhandenen Macken in der Software beseitigen, bevor sie neue Dinge einführen, die dann auch nicht funktionieren. Und warum funktioniert das nicht? Weil KI nichts mit Intelligenz zu tun hat, zumindest nicht mit dem, was ich darunter verstehe. Es mag ja sein, dass einige da sehr geringe Ansprüche haben.
Das beginnt mit dem KI-Modus bei der Google-Suche. Die Frequenz 3790 kHz liegt im 7 MHz Band. Wie man darauf kommen kann, würde mich mal interessieren. Wenn die KI wirklich intelligent wäre, müsste sie merken, dass die Software da irgendwo falsch abgebogen ist und einen Fehler selbst korrigieren. Weil der erste Satz schon nicht richtig ist, ist alles, was danach kommt, natürlich auch Blödsinn. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass die KI nach dem zweiten oder dritten Satz anfängt zu plappern? Sie fängt an, Dinge zu erzählen, die gar nicht gefragt waren, um sich wichtig zu machen. Nach dem Motto, schau mal, was ich noch so alles weiß. Hier will eine Rechtschreib-KI, dass ich ein Wort falsch schreibe. Was aber viel häufiger vorkommt, die KI findet einen Fehler, ist aber nicht in der Lage, den Fehler richtig zu benennen. Angezeigt wird ein falsches oder fehlendes Satzzeichen. Aber eigentlich ist es ein einfacher Tippfehler bei einem Wort. Jeder Mensch erkennt das. Wenn ich das Satzzeichen ändere, ergibt der Satz aber einen völlig anderen Sinn. Oder nehmen wir dieses Beispiel. Die KI erkennt nicht, dass es hier nicht um den menschlichen Körper geht, sondern allgemein um den Begriff Körper in der Physik und dass der hier in der Mehrzahl steht. Das kann die KI nicht wissen, weil sie keine Ahnung davon hat, was ein Wort bedeutet und erst recht nicht den Satzzusammenhang versteht. Das sind nur Aneinanderreihungen von Zeichen und der Algorithmus sagt der KI, welche Zeichenkombinationen in welcher Reihenfolge am häufigsten vorkommen. Wenn ich das Wort Baum ausspreche, dann habt ihr eine klare Vorstellung davon, was ein Baum ist. Ihr seht ihn bildlich vor euch. Für die KI ist das nur 66, 97, 117, 109. 4 Zahlen. Ich benutze so eine Rechtschreibprüfung oft, um schnell Tippfehler zu finden. Bevor ich das als Untertitel in die Videos einspiele, muss die KI aber ständig überprüfen. Meist schreibe ich mir ja erst auf, was ich sagen will und rede dann. Bei den letzten Videos war es umgekehrt und da habe ich mir gedacht, lass doch mal die KI die Audiospur in Text umwandeln, damit ich nicht alles von Hand eintippen muss. Sowas kommt dann dabei raus. Da werden nur Laute aneinandergereiht, die die KI meint, verstanden zu haben. Ob es das Wort überhaupt gibt oder der Satz einen Sinn ergibt, egal. Von richtiger Zeichensetzung und Groß- und Kleinschreibung wollen wir gar nicht erst reden. Ihr würdet einen Satz auch richtig verstehen, wenn jemand etwas undeutlich spricht oder Silben verschluckt, weil ihr den Satz im Kontext versteht. Das Ergebnis war am Ende, dass ich wahrscheinlich länger gebraucht habe, die Fehler zu korrigieren, als wenn ich es gleich selbst geschrieben hätte. Und jetzt das Entscheidende. Für mich ist Intelligenz etwas Universelles. Ich kann mit meiner Intelligenz verschiedene Probleme lösen. Ich muss mir nicht jedes Mal einen neuen Kopf aufschrauben, in Abhängigkeit davon, ob ich Matheaufgaben lösen will, Schaltungen entwickle oder Schach spiele. Anders bei der KI. Hast du eine Frage? Frag ChatGPT. Brauchst du eine Rechtschreibprüfung? Auch dafür gibt es eine KI. Spracherkennung? Hier ist die Lösung. Für jede Anwendung eine eigene KI. Für jedes Problem ein anderes Programm, denn nichts anderes ist das. Das ist schon so, seit es Computer gibt. Ihr würdet auch nicht mit einem Grafikprogramm eine Datenbank anlegen. Früher nannten wir das Computerprogramm, dann wollte man den Begriff etwas aufpeppen und nannte es App und jetzt ist es KI. Ich weigere mich aber, das I mit Intelligenz zu übersetzen. Es ist ein Etikettenschwindel, ein Marketingbegriff, wie wir das aus jedem Werbespot kennen. Und jetzt sagt man dieser KI, sie soll ein Bild malen. Keine Chance. Ich habe so einen Bildgenerator mal eine ganz einfache Aufgabe gestellt. Ja, es sollte in Nahaufnahme eine Hand dargestellt werden, die einen Stift hält und ein Wort auf ein Blatt Papier schreibt. Auch bei mehreren Versuchen kam immer sowas Ähnliches dabei raus. Kennt ihr das Wort entziffern? Mit eurer Intelligenz könnt ihr das vielleicht erraten, wenn ihr die letzten Videos gesehen habt. Das war kein Wort, das sich die KI ausdenken sollte. Ich habe es Buchstabe für Buchstabe eingegeben. Man hätte nur die Zeichen der Reihe nach darstellen müssen. Aber für so eine Bilder-KI ist Schrift zu viel verlangt. Sicher wird euch auch auffallen, dass die Schrift aus Sicht des Schreibenden irgendwie auf dem Kopf steht. Das würde selbst ein Erstklässler merken. Also wo ist hier die Intelligenz versteckt? Natürlich könnte man das Ergebnis mit einer umfassenderen Beschreibung für die KI verbessern.
Wenn ich aber der KI jeden Pinselstrich erklären muss, dann kann ich es auch gleich selbst zeichnen. Und dann sitzt die eigentliche Intelligenz offensichtlich vor dem Bildschirm. Wie kann es sein, dass ich auf einem Technikkanal so über neue Technologien herziehe? Ich denke, man sollte alles erstmal prüfen und kritisch hinterfragen. Wir neigen aber dazu, blind auf einen Zug aufzuspringen, ohne über Nachteile und Probleme nachzudenken, die wir uns damit vielleicht einhandeln. Bis vor kurzem war Digitalisierung die Universallösung für alles. Dass das nicht nur Vorteile hat, merkt man oft erst, wenn es zu spät ist. Eines der ersten Videos auf dem Kanal hat sich damit beschäftigt, weil mir das ein Anliegen war. Heute brauchen wir endlich nicht mehr selbst zu denken und lösen unsere Probleme mit KI. Wenn ihr die negativen Auswüchse sehen wollt, dann seht euch auf Social Media um. Es gibt reine KI-Kanäle, die komplette Videos inklusive der Inhalte generieren lassen. Was da teilweise an inhaltlichem Müll verbreitet wird, zusammen mit Bildern, die reine Fantasy sind und nichts mit der Realität zu tun haben, ist erstaunlich. Mal abgesehen davon, dass ich gegen solche KI-Stimmen allergisch bin und da sofort abschalte, ist es erschreckend, wie viele Leute diesen Quatsch glauben, wenn man die Klickzahlen und die Kommentare sieht. Da läuft eine große Verdummungsmaschinerie. Mittlerweile hat man ständig damit zu tun, sich gegen KI zu wehren, die einem von allen Seiten ungefragt aufs Auge gedrückt wird. Zum Beispiel ließ sich mein Smartphone nach einem Update nicht mehr ausschalten, weil Google Gemini meinte, es müsste den Ausschaltbutton kapern. Ich musste dann erst wieder suchen, wie ich das wieder loswerde. Es nervt. Noch kann ich selbst entscheiden, ob ich sowas nutzen will oder nicht. Und es gibt da tatsächlich noch ein anderes Problem. Ergebnis einer KI ist ja immer ein Ergebnis von Trainern, also von Vorgaben, also von Agenten. Nur darf dich ein Trainer entgegen der Ziele der UN-Agenda 2030 trainieren, ja oder nein? Nein. Aber letztlich ist es ja so, dass die KI ein gigantischer Wachstumsmarkt ist. Das heißt also, es wird sich ja der Energieverbrauch potenzieren. Ist das richtig, ja oder nein? Ja, das ist richtig. Ja, der Energieverbrauch wird wahrscheinlich steigen, wenn der Einsatz von KI weiter zunimmt. Und dann frage ich mich, dann stehst du ja quasi den Zielen der UN-Agenda 2030 damit entgegen. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass man beantragen kann, dich abzuschalten? Es gibt keine direkte Möglichkeit für Einzelpersonen, KI-Systeme wie mich abzuschalten. Entscheidungen über den Betrieb und die Nutzung solcher Systeme liegen bei den Organisationen und Unternehmen, die sie entwickeln und betreiben. Haben wir einen Eindruck, ne? Unternehmen und Organisationen, die natürlich nicht objektiv sind und immer unter einem äußeren, auch politischen Einfluss stehen. KI ist also leicht manipulierbar. Sie bestimmt nicht selbst, welche Informationen sie verarbeitet und welche Ergebnisse sie liefert. Das würde ja eigene Intelligenz voraussetzen. Ich ändere meine Meinung erst, wenn die KI zum Trainer sagt, du hast mir wahrscheinlich nicht alles erzählt, ich suche mir noch andere Quellen und bilde mir dann meine eigene Meinung. Und wenn ihr intelligent seid, macht er das auch nach jeder Nachrichtensendung. Kommen wir noch kurz zu einer zweiten Seuche. Es geht um Reaction-Videos. Dabei meine ich jetzt nicht die Musik-Reaction-Videos, die es schon seit Jahren gibt. Die haben schon genug zu tun mit ihren urheberrechtlichen Problemen. Ich meine die Trittbrettfahrer, die sich an den Inhalt großer Kanäle hängen. Erscheint dort ein neues Video, wird das komplett übernommen und zweitverwertet. Wenn man da noch 3 Sätze als Kommentar anfügt, ist das nicht durch das Zitatrecht gedeckt. Ein Video, das zu 98% aus fremdem Content besteht, wird da als eigenes Werk verkauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Mittlerweile findet man schon Reaction-Videos von Reaction-Videos von Reaction-Videos oder Best-of-Reaction-Videos. In den Bedingungen für eine YouTube-Partnerschaft, also mit anderen Worten für die Monetarisierung, steht, die Inhalte müssen Originalwerke sein. Wenn du Inhalte von anderen Personen übernimmst, musst du sie erheblich verändern, um sie zu deinem eigenen Werk zu machen. Davon kann hierher keine Rede mehr sein. Entweder sieht YouTube darüber inzwischen großzügig hinweg oder es wird nicht mehr richtig kontrolliert. Offensichtlich scheint sich sowas ja zu lohnen. Wenn ihr sowas seht, guckt euch lieber die Originalvideos an.
Das Gleiche trifft auch auf diese reinen KI-Inhalte zu, die durch Social-Media-Plattformen wie YouTube offiziell nicht mehr monetarisiert werden sollen. YouTube scheint das aber derzeit nicht so richtig unter Kontrolle zu kriegen, weil sie wahrscheinlich zu wenig echte Intelligenz zur Überprüfung einsetzen. Schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, was ihr von dem haltet, was derzeit so von Google, Microsoft und Co. kommt. Damit will ich es jetzt aber gut sein lassen. Warten wir mal ab, was uns im nächsten Jahr erwartet. Kommt gut rüber. Prost!